Und damit willkommen zurück zu Tales. Das letzte Mal haben wir eine Glocke gekriegt, sind Bibliothekar geworden, haben eine böse Kreatur freigelassen, Oblivion, haben eine magische Glocke gekriegt in Merlin, dem Buch, und sollten Gilgamesh suchen, wodurch wir gefangen genommen wurden hier. So, wir sitzen in der Zelle, wir sehen das Seil. Da hier eine Ratte mal kommt, muss ich bestimmt den Käse mit dem Seil verbinden. So, was gibt's noch? Poor thing. He must have been a hapless cheese seller. I'd rather stay away from that thing. It gives me the chills. Giving the chills. I won't be able to do anything while tied up like this. I must... Okay, er könnte was tun. Also, wir werden den Käse einfach mit unserem Seil verbinden. I tried reaching for the cheese in my pocket, but I could only touch it with my fingertips. I've ended up smearing myself and the rope with cheese. Tja, und da wird was kommen. Hey, rat! Get away from me! Wait, the rat's been lured by the cheese and is now gnawing through the rope. I'm free to move again. Sehr nett. I'd rather not touch it. A skeletal forearm might come in handy. Okay, ein Armknochen. Ein Armknochen, widerlich, so etwas herumzutragen, aber spüre, dass es noch nützlich sein wird. Das System also, es sieht nett aus, ich nehme es mit. Oh, bitte sag's nicht. I took a tuft of straw. It might come in handy. Ich würde sagen, warum liegt hier Stroh? Aber... Nothing's comfier than a straw bed. Okay, da drüben haben wir noch Schädel. I'd rather not touch them. Human skulls. Tja, mein A Haken. metal hook placed right above the door. I could never reach. Na, was haben wir denn? Wir haben einmal ein Seil. Können wir das Seil hier drüber schlagen? Let's see if my aim is still good. Still? Hat er jemals Gutes? Good shot. Dead on. I'd better come up. Voila! A skeletal forearm holding a tuft of straw in its hand. Oder auch Fackel genannt. So. Ein Armknochen, der ein Büschel Stroh in seiner Hand hält. Es ist das Skurrilste, das ich jemals mit mir herumgetragen habe. Okay, können wir den Seil enden was machen? Zum Beispiel eine Tür. Ich kann es also irgendwo festmachen. Ein Skelett. Ich habe die Tür. Was habe ich denn noch an festen Punkten? Schädel, Stroh, Skelett, Knochen. That's not going to work. That wouldn't be very... That's not going... That's not going to... Türscheibe muss doch hier irgendwas in der Nähe sein. That's not going... Nimmt immer das linke Stück. That wouldn't be... The stone is mostly embedded in the wall. It would be impossible. Okay, wir gucken uns mal diese herausgedrückten Steine an. I couldn't pull it out with my bare hands. Maybe I could use a lever of some sort. Zum Beispiel den Armknochen. So, und da drin ist was. Stein kann ich mitnehmen. I'd better not do that. Breaking through the door with the stone would be too noisy and the guards would come running. I need to come up with a better plan.
So, jetzt ziehe ich an dem Ende. Odds are I'll spend the whole day waiting like this. I'd better come up with a plan to lure the guard here. That's not going to work. That wouldn't be very... That wouldn't... Ich muss ihn anlocken. The cell door. It seems to be made out of iron, even though I'm quite sure iron wasn't worked by man back in 4000 BC. Well, it's not the most absurd thing I've come across today after all. Okay, was war denn Feist? Wir müssen irgendwie an den Typen rankommen. Können wir mit ihm sprechen? The door is... Können wir damit That's Brabusche not machen? going to work. Wir setzen Stroh in Brand. Und das trockenes Stroh ist, wird es relativ gut brennen. Und die Luft da drin fällt sich auf, wie ein Seil halten. Sollten wir nicht in die Ecke gehen irgendwie? What's that smell? Is something burning in here? What the heck is going on? Boink. I knocked him out. That went much better than I expected. I'm a free man again. Und jetzt so. Geht's ordentlich wieder hoch. I'd better not touch him. He might come too. Ja, aber ich würde gern ja He's irgendwie, was er hat. unconscious. I must have caused him some serious cranial trauma at the very least. Ist beides mit oder nur das Seil? Tja, sind wir schon mal raus und gucken mal weiter. I'd better leave it where it is. I don't need it. So, hier ist eine Truhe. That's Merlin's magic bell. Thank goodness. I'd started to worry I'd be stuck in this book for the rest of my life. What a relief. I'm not going to move it. I like it where it is. So, was können wir im Ausgang machen? I could never detach it from the wall. I don't even want to try. Ist also ein Aufzug dort? Okay, können wir nichts machen. Wir wissen noch nicht den Code. Drückrüge. Ah, da kann ich mich verstecken. Okay, wissen wir dann, was wir machen können? Ich will mal ganz kurz Going gucken. outside wouldn't be very wise of me. I might be spotted and end up in prison again. I feel like that guy in The Fugitive. Okay, ich glaube 313, wenn ich es richtig gehört habe. I don't think I could ever... Okay, dann hör es mir nochmal an. Nochmal.
So, hören wir uns nochmal das Ganze an. Was immer der Typ beim Rausgehen macht und wieder reinkommt gleich. Okay, einfach mal ein bisschen mehr auf die Hände achten. Aber ich muss zugeben, da habe ich gerade nicht aufgepasst. Schön. Ich habe nämlich mehr das Geräusch gehört und nicht hingehört. Dumm. Who are you? Who am I? Well, I can explain. You look like a foreigner. Ah, but of course, you must be the new chef. Indeed, I requested a foreign chef. One who can cook exotic dishes. Strange though, the Royal Treasury Office has never been so diligent. I requested a foreign chef only a few days ago. I was sure that, as usual, I would have to wait for months. Very good. I am pleasantly surprised. The new chef? There must be some mistake. So you are not the new cook? So what are you? An imposter? Do you know what punishment our laws hold for imposters? Your laws? Hey man, I was just kidding. Obviously I'm the new chef. Haha, you had me going. For a moment, I thought you were an imposter. An imposter? Me? Ridiculous. Enough with the chit-chat. What's your name? Well, my name's Alfred. Alfred Walsh. Alfred Walsh. Very good. An exotic name. My name is Atta. I am the great counselor of a priestess Ninsun, mother of the divine Gilgamesh. I will explain the situation to you as briefly as I can. The divine Ninsun has lost her appetite. I'm very worried about her health. She eats very little, and reluctantly at that. Her noble palate has tasted the most delicious meals the world has to offer. Now she claims that she can no longer be satisfied by any dish. I am desperate. I have tried everything. I summoned the best chefs in all of Europe, but none was to her liking. What became of those chefs? They were executed, of course. Executed? They lost their heads, to be exact. I have even risked my own life by buying smuggled cheese. I was hoping she had never tasted it, but I was wrong. Anyway, long story short, the high priestess and mother of our beloved King Gilgamesh has told me that her appetite will return, only if I can bring her a dish tastier than those she has eaten to date. Such a dish does not exist in Europe. For this reason, I urgently required a foreign chef, the best foreign chef. The best foreign chef? Well, don't aim too high. Don't expect a 3 Michelin star rating. 3 what? Never mind. Rather, what could happen if I fail? Head comes off. I was somehow expecting that, but I thought it worth asking anyway. Well, if everything is clear, then you can get to work in the kitchen. It is right behind you. Oh, I almost forgot. We are out of flour. I ordered it from the Royal Treasury Office the very same day I requested you. But amazingly, they have sent the chef before the flour. You will have to cook without it. But I am sure for you there would be no problem. Don't worry. Flour is the least of my worries. Very good. Now go. It's almost lunchtime. Lunchtime. Und schon sind wir Koch. Nicht mal Gesundheitsschein. Oh no, this is worse than a life sentence. I don't know how to cook. I don't even know where to start. Luckily, I still have my magic bell. I could ask Merlin. Ich könnte. Lass uns doch mal das Böse Oblivion spielen. Die I can't ausschließen. escape from that window. It's too high up. Ich würde sagen, sicherheitshalber, Entschuldigung, irgendwie meine Stimme steuert gerade. Wir speichern mal. Vielleicht passiert ja sonst irgendwas, wo wir sterben. Wir gucken, was wir eigentlich haben. I'll
I'll just leave them as they are. I don't know how to use them at the moment. Let's hope they don't break. In deinen Taschen? Was von sumerischen Händen? I don't know how to use that. And in any case, I don't know what to cook yet. Before doing anything, I'd better find a good recipe. I probably shouldn't touch them. I don't want to get burned. Wir brauchen ein gutes Rezept. I don't know how to... Okay, das heißt aber, ich muss vielleicht I don't wirklich... know how to... And in any case, I... Er schreit immer nach Rezept, aber wir haben hier ja keins. Heißt das demnach? Ja, ich muss die Glocke nutzen. Also, wenn ich hier nur so ein Rezept finde, will er ja nicht loslegen, so scheint's. I don't know how to use... Also wenn ich mal für die Achievements so, dass wir da rankämen, weil wir haben einfach keine Idee. Gut, na dann gehen wir zu Merlin. Wichtige Frage wie immer. Was habe ich im Inventar? Okay, nur die Gegenstände hier. Kann ich das Buch? Ich gehe gleich mal hoch. Moment, Treppen. Ich habe es jetzt nicht ausgewählt. Ist immer noch möglich? Nein, ich muss also wieder das Buch auswählen erst. So, was hatten wir? Art. Also zurück zum Merlin. Ach, Doppelklick hilft. Welcome back, Alfred. How can I help you? Ach, ich will ihn noch nicht um Rat fragen. Können wir I Ben? just stopped by to see how you're doing. Waste no time. Go now. Ach nee, ich darf nicht. Da, ich kann mich einfach umgucken. Aber was sollen wir denn sonst ein Rezept... Ach so, ha, wo sollen wir sonst ein Rezept herkriegen? Dumm. Ganz dumm. Wir haben doch hier Bücher. So. Puh. K mit Kochen. Knockrafton. Herr der Ringe. Gerichte. G. Fabeln. Gut, da müssen wir alle mal durchschauen. Corpus Platonicum, göttliche Komödie, die Cthulhu's Ruf, sehr gut. Ein Gericht, was du noch nicht gegessen hast. Rama, aber das ist ja einfach nur speziell der Name hier. Sehe ich gerade auch nichts. Tycho Kane, Thor, Mythos von... Also ich finde gerade nichts, außer dass es jetzt gerade versteckt in einer Geschichte.
Ich weiß nicht, seht ihr hier irgendwas? Ich könnte in irgendein Buch gehen, wo es vielleicht Essen gibt, aber es sind mehr als genug. Es muss eins dann hervorstechendes sein. Ich denke mal auch nicht, dass wir alle hier sehen können. Viele werden wahrscheinlich dann, wenn sie krank sind, wegfallen. Nö, sehe ich gerade nichts. Ach, das Buch wird nicht vorgemerkt jetzt. Ja, keine Ahnung. Bestimmt kriegen wir da kein Achievement mehr, wenn wir jetzt fragen. Aber ich sehe hier gerade keinen. Keine Möglichkeit, ein Rezeptbuch. Ist das ärgerlich. Vielleicht übersehe ich auch irgendwas. Guck mal schnell bei Steam Achievements. Gibt's da? Welcome back, Alfred. How can I help you? Mal. I need to ask you this out of curiosity. As I ring the magic bell to leave a book, how do characters react when they see me vanishing? Ah, don't worry about that, Alfred. They don't actually see you vanishing. When you go back to a tale, you'll find yourself in the very spot you were when you left. Minutes or hours might have gone by for you, but not a single moment for Okay, them. dann ist meine They Form. might find you a little strange, ringing that bell of yours with no apparent reason. How could the note written by the old librarian have blown back in through the window? Because that is what was meant to happen, Alfred. Fate wanted it to be that way, just as it wanted you to become the new Guardian. Oblivion is unbelievably powerful, but he could keep that note from your hands for but a short time. No one, not even Oblivion, can thwart the will of fate. I've managed to sneak into the royal palace of Ura, but unfortunately I've been discovered. Oh, ill in fortune indeed. Have you landed in jail again? No, I was mistaken for the new chef to the royal court. Oh, well that's good. No, that's bad. I don't know how to cook. I don't even know where to start. If I can't cook a dish that will satisfy Ninsun, the mother of Gilgamesh, I will be beheaded. Well, it could have been worse. Could have been worse. What's worse than being beheaded? Don't worry, Alfred. You just need a good recipe. How can I find a good recipe? You could get help from the biggest glutton and drunkard of all time, Pantagruel. Look for him in the book Gargantua and Pantagruel. And before I forget, take that bag on the table. What's it used for? It's a magic bag. If you need to take something from one book to Wir another, mussten hierher kommen. simply Gut. slip it into the bag. But remember, you can only carry one Sehr item gut. at a Management time. also. Go now. Waste no time. Take the bag and then find the book Gargantua and Pantagruel. Pantagruel hatten wir doch auch in Tony Tough gehabt. Ich hatte Angst, dass wir das ohne Hilfe rausfinden mussten. Okay, wir haben also einen Transitbehälter. Und wir wissen jetzt, wo wir hinkommen müssen. Und Pantagruel. Ach, gleich hier. Der Gierschlund.
Okay. Mittelalterliche Szene. Obwohl Spätmittelalter. Hier werden wir in der nächsten Folge dann nachschauen, wo wir ein schönes Rezept kriegen oder wir dafür was machen müssen. Vielleicht wird das ja jetzt hier wirklich so erstmal eine ganze Weile sein, dafür müssen wir das machen, dass wir das machen, da gehen wir durch 10 Bücher durch und dann werden wir rückwärts das Ganze aufdröseln. Na gut, ich würde sagen, bis demnächst, euer Landetour. Tschüss.